Guten Tag. In ein paar Tagen wird die Kanzlerin ihre Ansprache zum neuen Jahr halten. Was sie sagen wird, kann man sich ausmalen. Alles ziemlich gut, ein paar kleinere Probleme, wir schaffen das. Die Kanzlerin wird versuchen, Sie zu beruhigen. Sie wird die wahren Probleme dieses Landes nicht ansprechen, weil sie selbst verursacht hat, weil sie weder lösen kann noch lösen will. Deshalb jetzt hier die 7 drängendsten Probleme und wie wir sie in den Griff bekommen. Erstens. Rechtsstaatlichkeit wiederherstellen. Wir müssen die illegale Migration stoppen. Grenzen sind zu kontrollieren, die Personalien aller Zuwanderer zu überprüfen. Das System der Duldung ist zu beenden, der Familiennachzug radikal einzuschränken. Wer kein Recht hat, hier zu sein, ist unverzüglich abzuschieben. Ist das nicht möglich, wird kaserniert. Illegale Einwanderer haben kein Recht, sich hier frei zu bewegen. Ein Attentat wie in Berlin genügt. Zweitens. Die innere Sicherheit ist wiederherzustellen. Die Polizei muss verstärkt und mit allen erforderlichen Mitteln ausgerüstet werden. Ausländische Täter sind unabhängig von der Schwere des Delikts ausnahmslos abzuschieben. Wer hier Gast ist, hat sich zu benehmen. Der Unsinn von Bewährungsstrafen, selbst bei Intensivtätern, ist zu beenden. Solche Leute gehören hinter Schloss und Riegel, nicht in Integrationskurse. Punkt 3. Die Islamisierung ist zu stoppen. Deutschland ist kulturell ein christliches Land und ein Land der Aufklärung. Beide Traditionen müssen wir beschützen. Vor einer totalitären Ideologie, die uns immer und immer wieder attackiert, die Parallelgesellschaften aufbaut und unsere Freiheitswerte offen verachtet, die Kinderehen fordert, Frauen unterdrückt, Christen und Andersgläubige tötet, die in keinem Land, in dem sie herrscht, Demokratie oder Meinungsfreiheit zulässt. Dieser Ideologie müssen wir entgegentreten. Was wir brauchen, ist der Mut zur Intoleranz gegenüber jenen, die unsere Demokratie umbringen wollen. Diese Forderung stammt im Übrigen nicht von mir, sondern von Carlo Schmid, einem Sozialdemokraten, einem der Väter unseres Grundgesetzes. Viertens. Das System Brüssel ist zu beenden. Freier Markt ja, Brüssel nein. Brüssel steht längst für Vetternwirtschaft, Postenschacher, Bürokratismus, Korruption. Brüssel löst keine Probleme, Brüssel schafft sie. Die gewaltige Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa, die Spannungen in der Ukraine, die Armutsmigration von Rumänen und Bulgaren nach Deutschland. Und natürlich über allem die Probleme um den Euro. Der Euro nutzt der Großindustrie und ihren Managern. Für die meisten deutschen Arbeiter, Beamten und Angestellten waren seine Folgen negativ. Für sie bedeutet der Euro 10 Jahre realen Lohnverzicht, die Vernichtung der Alterssicherung durch die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank, dazu die in die Billionen gehende Haftung für die Schulden anderer Länder. All dies müssen wir ändern. Punkt 5. Wir brauchen eine neue Bildungspolitik. Unsere jetzige ist eine Katastrophe. Fast 10% derjenigen, die hier aufgewachsen sind funktionale Analphabeten. Unsere Schüler sind in allen Vergleichen bestenfalls Mittelmaß, viele unserer Studenten kaum zum Studium fähig. Die Innovationskraft Deutschlands schwindet dramatisch, viele Hochtechnologien haben hier keine Heimat mehr. Aber Innovation und Hochtechnik sind die Grundlagen unseres Wohlstands. Ohne sie gibt es kein Geld für Schulen, Kitas, Krankenhäuser. Deshalb müssen wir innovationsfähig bleiben. Und das heißt, wir müssen unser Lehr-, Schul- und Universitätssystem neu erfinden. Und zwar nach den Grundsätzen, die es einst zum erfolgreichsten Bildungssystem der Welt machten. Punkt 6. Dieser Staat muss wieder sozial werden und gerecht. Daher muss er sich zuvörderst um 3 Gruppen kümmern. Um die, die dieses Land finanzieren, die es finanziert haben, und um die,
die dessen Zukunft sichern. Wir müssen also Familien fördern. Wir müssen die Altersversorgung dauerhaft sichern. Und wir müssen Arbeitnehmer bei den Sozialabgaben entlasten und auch steuerlich. Kurzum, wir müssen den Schwachen helfen, nicht den Lautesten. Wir müssen denen helfen, die diesen Sozialstaat finanzieren, nicht irgendwelchen Fremden. Schließlich 7. Wir müssen über den Einfluss der Parteien reden. So wie es jetzt läuft, geht es nicht mehr. Die Parteien haben sich den Staat zur Beute gemacht. Sie bilden ein Kartell gegenseitiger Absicherung. Stuttgart 21, Elbphilharmonie, Nürburgring, Berliner Flughafen, die Pleiten bei Militärdrohnen, bei fast allen militärischen Großanschaffungen. Überall Milliardenverluste, nirgends musste ein Politiker den Hut nehmen, weil alle Parteien sich gegenseitig schützen. Und wenn es ganz schlimm kommt, bekommt man einen hochdotierten Posten. Bei der Bahn, bei Mercedes-Benz, bei Goldman Sachs in Brüssel. Oder man wird mal eben zum Bundespräsidenten ausgekungelt. All das ist Macht ohne Verantwortung. Das müssen wir beenden. Wir müssen den Einfluss der Parteien zurückfahren. Durch Volksabstimmungen, durch Begrenzung der Zweitstimmenmandate, durch Begrenzung der Kanzlerschaft auf maximal 2 Legislaturperioden. Wir müssen dafür sorgen, dass im Parlament nicht über Jahrzehnte dieselben Leute sitzen, die sich ewig kennen, sich nicht wehtun wollen und sich gegenseitig schützen, statt sich zu kontrollieren. Die Probleme unseres Landes rühren auch her von der Amigo- und Spätzelwirtschaft in Bundestag, Bundesrat und Regierung. Das waren meine 7 Punkte. Es gäbe noch viele mehr, aber diese 7 haben Priorität. Sie müssen wir angehen. Und mit Ihrer Hilfe können wir das. Wenn Sie wollen, wenn Sie das politische Mandat erteilen, können wir alles schaffen. Die Deutschen sind ein ungemein tüchtiges, tätiges, diszipliniertes Volk. Sie jammern nicht, sie machen. Darauf müssen wir uns besinnen. Dann, da bin ich sicher, bekommen wir alle Probleme gelöst. Und dann können wir auch optimistisch ins neue Jahr blicken und auf die kommenden Jahrzehnte. Aber es muss etwas geschehen, und zwar bald. Bitte helfen Sie mit. Und nun Ihnen allen einen guten, einen zuversichtlichen Start ins neue Jahr. Möge es so werden, wie Sie es sich wünschen. Voller Glück, Liebe, Erfolg, Gesundheit. Und auch voller guter Politik. Vielen Dank.